Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch. Das merke ich mir. Erfolgreich lernen und für immer behalten. Mit der Make-it-Stick-Methode von Peter C. Brown richtet sich an alle, die nachhaltige Lernerfolge erzielen möchten. Egal ob Schüler, Studenten oder Berufstätige. In einer informationsüberfluteten Welt werden bewährte Lernstrategien und Methoden immer wichtiger, um Wissen effektiv aufzunehmen, langfristig zu behalten und beim Bedarf schnell abzurufen. Brown stellt unter anderem die wissenschaftlich fundierte Make-it-Stick-Methode vor, die auf aktuellen Erkenntnissen aus der Kognitionspsychologie und Lernforschung basiert. Mit anschaulichen Fallbeispielen, praxisnahen Ratschlägen und leicht umsetzbaren Tipps räumt das Buch mit Mythen über das Lernen auf und zeigt, warum wiederholtes Repetieren allein nicht genügt. Stattdessen werden andere Lerntaktiken wie Selbsttest, Variation und das Anwenden von Wissen zur Sprache gebracht, die nachweislich bessere Ergebnisse liefern. Lesende erfahren, warum Fehler und Irrtümer im Lernprozess förderlich sind, wie Motivation und Interesse geweckt und aufrechterhalten werden und wie sich auch umfangreicher Lernstoff in den Alltag integrieren lässt. Das Buch ist leicht verständlich geschrieben und eignet sich nicht nur für Menschen mit akuten Prüfungsängsten, sondern für jeden, der sein Lernverhalten langfristig verbessern will. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Grundlagen der Make-it-Stick-Methode. Im ersten zentralen Thema des Buches erläutert Peter C. Brown die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter der Make-it-Stick-Methode. Sie basiert auf der Annahme, dass Lernen dann am effektivsten ist, wenn der Lernprozess selbst herausfordernd gestaltet wird. Der Autor erklärt, dass das bloße Wiederholen von Informationen, zum Beispiel durch stumpfes Auswendiglernen, zwar kurzfristig Erfolge bringen kann, aber langfristig ineffizient ist. Stattdessen zeigt die Make-it-Stick-Methode, warum es sinnvoller ist, Lerninhalte aktiv abzurufen, zu variieren und dabei Missverständnisse und Fehler zu akzeptieren. Das aktive Abrufen von Wissen stärkt die neuronalen Verbindungen und sorgt dafür, dass sich Informationen besser im Langzeitgedächtnis verankern. Ergänzend werden auch psychologische Aspekte wie Motivation, Fokussierung und Selbstreflexion in den Lernprozess integriert. Der Leser bekommt erste Einblicke, wie durch adaptive Herausforderungen und gezielte Wiederholungen der Lerneffekt gesteigert werden kann. Zweitens, Selbsttests und der Wert des Abrufens. Ein zentrales Prinzip des nachhaltigen Lernens, das im Buch detailliert behandelt wird, ist die Methode des aktiven Abrufens. Anstatt sich immer wieder denselben Stoff passiv vor Augen zu führen, rät die Make-it-Stick-Methode dazu, regelmäßige Selbsttests durchzuführen. Diese Selbstabfrage zwingt das Gehirn, Wissen aktiv aus dem Gedächtnis hervorzuholen, was zu einer tieferen Verankerung führt. Peter C. Brown zeigt anhand verschiedener wissenschaftlicher Studien, dass Menschen, die sich selbst regelmäßig testen, Stoff deutlich besser behalten als diejenigen, die bloß wiederholen. Auch das bewusste Reflektieren darüber, welche Wissenslücken bestehen, wird als förderlich hervorgehoben. Fehler werden als notwendiger Bestandteil des Lernens betrachtet, denn sie bieten die Chance, den eigenen Lernprozess gezielt nachzubessern. Anhand alltagstauglicher Beispiele und Aufgaben gibt der Autor dem Leser zahlreiche Werkzeuge an die Hand, wie Selbsttests praktikabel in jedes Lernvorhaben integriert werden können. Drittens, Variation und Kontextwechsel im Lernen. Dieses Thema geht darauf ein, warum es sinnvoll ist, den Lernstoff gezielt zu variieren und Inhalte in unterschiedlichen Kontexten zu erarbeiten. Die Make-it-Stick-Methode empfiehlt, nicht immer mit denselben Materialien am gleichen Ort oder zur gleichen Tageszeit zu lernen. Stattdessen sorgt Variation, etwa in Form verschiedener Aufgabentypen oder Lernumgebungen, dafür, dass das Gehirn flexibler und anpassungsfähiger wird. Der Autor erläutert, dass auf diese Weise nicht nur ein besseres Verständnis des Stoffes erzeugt wird, sondern sich das Wissen auch leichter auf neue Probleme und unbekannte Situationen übertragen lässt. Brown präsentiert Forschungsergebnisse, die belegen, dass Variabilität und Kontextwechsel zu einer umfangreicheren und nachhaltigeren Wissensbasis führen. Der Leser profitiert von praktischen Tipps,
wie Lernfortschritte durch gezielte Variationen optimiert werden können, beispielsweise durch das Wechseln zwischen Themen oder das Erklären von Inhalten an andere. 4. Bedeutung von Fehlern und die Rolle der Metakognition. Im 4. größeren Abschnitt des Buches beschäftigt sich Peter C. Brown mit dem Umgang mit Fehlern beim Lernen und betont die Wichtigkeit von Metakognition, also dem Nachdenken über den eigenen Lernprozess. Fehler werden dabei nicht als Rückschlag, sondern als wertvolle Lerngelegenheiten interpretiert. Durch das Analysieren, warum Fehler passiert sind, kann der eigene Lernweg gezielt angepasst und optimiert werden. Die Metakognition hilft, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, Lernmethoden kritisch zu reflektieren und bei Bedarf anzupassen. Das bewusste Überwachen des Lernerfolgs, das Setzen realistischer Ziele und regelmäßige Reflexion sind Schlüsselaspekte, um aus Fehlern zu lernen und die eigene Entwicklung kontinuierlich voranzutreiben. Brown gibt zahlreiche Anregungen, wie Lernende ein Bewusstsein für erfolgreiches Lernen entwickeln und die Chancen aus Fehlern aktiv nutzen können. Schließlich praktische Integration ins tägliche Leben. Zum Abschluss widmet sich das Buch der Frage, wie die vermittelten Lernstrategien dauerhaft und sinnvoll in den eigenen Alltag eingebaut werden können. Peter C. Brown stellt heraus, dass nachhaltiges Lernen kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortlaufender Prozess ist, der aktive Planung erfordert. Dazu gehören das Setzen von klaren Zielen, die Organisation des Lernstoffs, regelmäßige Pausen und adaptive Anpassungen bei auftretenden Problemen. Der Autor liefert zahlreiche praxisnahe Tipps, wie Zeit- und Selbstmanagement effektiv gestaltet werden können, um Lernhindernisse zu umgehen und Dranbleiben zu erleichtern. Er zeigt auch, wie man Motivation aufrechterhält, indem Erfolge festgehalten und Fortschritte sichtbar gemacht werden. Anhand von Beispielen aus Schule, Studium und Beruf wird deutlich, wie flexibel und universell die Methoden einsetzbar sind. Damit wird das Buch zum wertvollen Begleiter für alle, die lebenslanges Lernen ernst nehmen. Zusammenfassend: Das Buch, das merke ich mir, ist für eine breite Zielgruppe geeignet. Schüler und Studenten, die effizienter lernen und Prüfungsstress entgegenwirken möchten, Berufstätige, die sich fortbilden und alle Menschen, die sich künftig neues Wissen besser aneignen wollen. Sein großer Mehrwert liegt in seiner fundierten, auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen basierenden Herangehensweise, die gängige Irrtümer über Lernen widerlegt und stattdessen praxiserprobte und direkt umsetzbare Methoden liefert. Im Gegensatz zu vielen anderen Lernratgebern punktet dieses Buch durch die einfache Verständlichkeit, die Fülle an konkreten Beispielen und die realistischen Strategien, die bei jedem Lernziel angewandt werden können. Besonders überzeugend ist die Einladung, Fehler als notwendigen Teil des Lernprozesses zu betrachten, Selbstreflexion zu fördern und den Mut zu Veränderungen im Lernverhalten aufzubringen. Wer dieses Buch liest, ist besser gerüstet, seinem inneren Schweinehund zu begegnen, motiviert zu bleiben und nachhaltige Fortschritte zu erzielen. Die vorgestellten Methoden lassen sich leicht in jeden Alltag integrieren und führen zu dauerhaften Erfolgen. Nicht nur in Schule und Beruf, sondern auch in persönlichen Lern- und Entwicklungsprozessen. Wer auf der Suche nach einem modernen, wissenschaftlich fundierten und effektiv umsetzbaren Lernratgeber ist, wird mit diesem Buch die richtige Wahl treffen. Es bietet einen klaren Mehrwert und kann dabei helfen, die eigene Lernfähigkeit nicht nur kurzfristig, sondern ein Leben lang zu verbessern. Wenn Sie unterstützen möchten, Peter C. Brown, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.